Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Wir befinden uns back in Trista und sind nach langer Zeit mal wieder bei unserer ersten abendlichen Begehung seit gefühlten Uhrzeiten unterwegs. Haben beim letzten Mal hier mit den Jungs in den Dorms gesprochen und machen heute mit den Mädels weiter. Leute, mal ganz kurzer, irrelevanter Funfact am Rande. Ich war in der letzten Folge so ultra müde. Ich bin fast während der Aufnahme, sind mir die Augen schon zugefallen. Ich hatte sowas ultra lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich irgendwie unkonzentriert war, irgendwie angefangen habe zu lallen oder so. Das mache ich auch mal ganz gerne. Nicht nur, wenn ich gesoffen habe, sondern manchmal auch, wenn ich extrem müde bin. Und habe mich jetzt aufs Ohr gehauen. Das war gegen 19 Uhr. Und bin jetzt irgendwo bei 1 Uhr nachts oder so. Irgendwie ganz crazy Biorhythmus momentan und fühle mich aber jetzt wenigstens kopfmäßig fit und ausgeschlafen und es ist gerade einfach irgendwie ein heilloses Durcheinander. Deswegen passt es vielleicht gerade ganz gut, dass wir in den Dorms unterwegs sind und Reen sich vielleicht im Anschluss auch schlafen legen darf. Lagen hier beim letzten Mal auch schon Plüschi-Poms? Also so unter ihrem Tisch so gruppenmäßig angeordnet? Irgendwie ist das schon ein bisschen süß hier, ihr ganzes Zimmer, ne? What's up, Milliam? Oh, hey, Reen. It's nothing. I just feel kinda down. Down? Yeah. I was just thinking about how everyone was at dinner time. Sharon's food was really nice, and we all seemed like we were having a good time. But I don't know. It was weird, like we were all upset but didn't want to let it show. It's been bugging me. Oh, so that's why. You really have grown so much these past few months. And not just mentally. I think you've gotten a little taller too. Maybe. About 2 rage or so? Judging by my specs, I'm not gonna get much taller than this, though. I'm Mini Milliam forever and ever. But you never know. Maybe I'll grow up to have boobies so big, I can use them as a shelf like Emma's. Something wrong? Nah, not really. So, you've got a new mission starting next month, right? Yep, I've got to go see how things are over out west. Duke Cayenne's been arrested, but it sounds like things are still pretty nuts over there. Oh, but guess what? I might get to go out to Laboral and Rimiferia soon. What is it with you and blabbing classified information? Well, whatever. Just promise me you'll take care of yourself. Be sure to keep in touch. I'll always be right there when you need me, okay? Righto, I promise. That goes double for you, mister. If you need me to bust you out of a jam, just say the word. Was zur Hölle ist Remiferia? Noch nie gehört, diesen Ort. Oder ist der irgendwann mal am Rande erwähnt worden? Auf jeden Fall hat das noch nie eine zentrale Rolle gespielt. Zumindest nicht in den Trades-Spielen, die ich bisher gezockt habe. Macht auf jeden Fall ein bisschen neugierig. I'm probably gonna be really busy with all my Intelligence Division work once we're done here. But I'll never be too busy to help you out if you wind up in trouble. So there's no need for you to feel lonely, okay? Ja, alles gut. I'm probably gonna be really busy with all my Intelligence Division work once we're done here. Ich wette, das ist irgendwie so eine Top-Secret-Information, die sie uns mit Remiferia rausgegeben hat. Deswegen hat Reen wahrscheinlich auch seinen Kommentar gerade dazu abgesetzt. Na gut, es wird wahrscheinlich nicht die allerletzte Begegnung mit ihr sein. Ich habe gerade überlegt, ob ich als letztes jetzt zu Sarah gehe oder als vorletztes nach Laura, aber wir sprechen jetzt mit ihr. Something on your mind, instructor? You could say that. I've been mulling over how things are gonna be come next month, but all this soul-searching's giving me a headache. Well, it'll probably feel strange being back with the guild for the first time in 2 years. And I bet they'll be glad to have you back. Things are probably going to be rough over there, even with you taking up the bracer life again. No doubts there. I can already see plenty of traveling abroad in my future after what happened over in Crossbow. And I imagine it'll keep getting harder and harder for us bracers to operate here, too. What's with that sad puppy look? There's no reason for you to feel ashamed of what you've chosen to do. I'm proud to have a student like you who can stand up and make the tough choices life thrusts on us. Thanks, instructor. I'll try to just grin and bear it for now. Attaboy.
Sticking it out through the hard times with a smile will put you on the fast track to becoming a great man. Just make sure you don't try to shoulder too much. All that'll do is turn you into a jaded grump. Everything in moderation, okay? Thanks. I haven't joined the intelligence division, and I have no plans to. I'm gonna keep responding to their requests, but only if I'm comfortable doing what they're asking. And I can promise you, I'll never do anything that would put me in conflict with the guild or put innocents' lives at risk. I don't know what the future will bring for me, but that's the creed I want to stand by. I know. Don't worry. No matter what happens, you'll always be my student. So go out there, live your life, and grow into such a heartthrob that I won't be able to take my eyes off you. Well, I'll try. Na, ob sich Reen wirklich davon nicht vereinnahmen lassen wird, ob er immer seinem Wertesystem treu bleibt, wenn die aus Crossbell mal wieder anrufen und seine Hilfe brauchen, ob es ihm immer gelingen wird, vor allen Dingen zu durchschauen, was moralisch in seinem Sinne vertretbar ist und was eventuell nicht, weil er vielleicht hinters Licht geführt wird. Also ich sehe da eine große Gefahr, dass Reen so ein bisschen als Marionette missbraucht wird und vielleicht auch dem einen oder anderen Blender erliegen könnte, aber das geht jetzt wahrscheinlich schon zu weit. Ich weiß nicht, ob wir mit In Trades from Zero überhaupt irgendwas über Reen zu hören oder zu sehen, zu lesen bekommen. Keine Ahnung, wird auf jeden Fall interessant. Bitte sagt mir dazu nichts. I'm sure curious about what kind of man you have become in a couple years. That's one of those questions that only time will answer, but I'm looking forward to finding out. Anyway, you've chosen your path. Now all that's left is to walk it and see where it takes you. I'm sure curious about... Das kennen wir schon. Also ich meine, wir kennen ja ihre Vergangenheit, ne? Wir wissen ja, dass sie mal Bracer war und nichtsdestotrotz wird sie immer der Instructor bleiben. Ich werde sie niemals irgendwie anders sehen können. Ich finde die Bracer-Rolle, die steht ja auch zu gut zu Gesicht und die ist überhaupt nicht abwegig. Aber sollten wir uns jemals wiedersehen in Teil 3, 4, 5, 10.000, keine Ahnung, dann wird mein erster Gedanke immer sein, hey Instructor, nice to see you again. Ihre Einrichtung mag ich aber auch gerne. Das ist irgendwie so akkurat aufgeräumt. Und ich mag dieses Bild hier. Auch wenn es kitschig ist, aber mit Naturbildern kriegt man mich meistens. Hi, Alisa. Feeling sad about leaving the lacrosse club behind? Yeah, I was really into it by the end. I think it'll make for some wonderful memories to look back fondly on in the years to come. I can imagine. Does that mean you're not going to keep up with lacrosse and Ruhr? I don't think I'll be able to. As far as I'm aware, there aren't any local teams I could join. And even if there were, I doubt I'd have the time for sports. Just thinking about how busy I'll be makes my head spin. No, scratch that. Being busy is all the more reason I need to make time for exercise. Yeah, good luck with that. Helping out with the Rhineford group sounds like a recipe for one all-nighter after another. Not just yet, actually. I won't be helping until Grandfather shows me the ropes. As I am now, I doubt I'll be able to do much at all in the way of rebuilding the company. But you can bet I'll leave Mother speechless with how much progress I've made in a year's time. I'm sure you can if you put your mind to it. And I know Sharon will always be willing to help you out if you need her. She probably would, but then she'd just tell everything she did to Mother. Elisa? Oh, don't worry about it. I was just thinking about how blessed I am. I've got a wonderful family, a great club I'm part of, all of you as my classmates. Oh, right. It took me a long time to realize the same thing, too. We really are one and the same. Yeah. Elisa? It's nothing, honestly. I'm just feeling a bit emotional all of a sudden. I don't know what's gotten into me. Nothing's wrong, though. I promise. But... Still, let's both make the most of our free day tomorrow. It's the last one we'll ever have as a class. The last thing any of us want to do is end it with regrets. Yeah, agreed. Let's make it a day to remember for both of us. Ey, ich bin Reen echt dankbar, dass er bisher keine Köpfe hier getätschelt hat in den ganzen Gesprächen. Ich befürchte es in solchen Momenten immer wieder. Ich habe es bei Milliam gerade befürchtet und bei ihr gerade auch.
Und mir fällt gerade wieder ein, dass wir in der letzten Folge ja erfahren haben, dass Gwyn, also ihr Großvater, halt wieder Teil der Company ist, ne? Was mich auch ein bisschen überrascht hat. Ich glaube, darauf habe ich gar nicht reagiert in der letzten Folge, aber mir mein Teil dazu gedacht. Oh, don't worry about me. I'm sure it will be tough at first, but I'm going to try to make a real difference in the group. Besides, it will give me a chance to show Mother up, so how could I refuse? And I'm sure it goes without saying, but let's make the most of our free day tomorrow. Oh, don't worry about me, I'm sure it will be... Okay, ich glaube, die sagen nie mehr als nur eine Sache, wenn man sie anspricht, nachdem man den synchronisierten Part einmal gehört hat. Das ist eine Erkenntnis, die ich eigentlich schon aus der letzten Folge hätte rausnehmen können. Nee, Laura machen wir als letztes. So, auf Laura freue ich mich wie immer am meisten. Wir machen jetzt mit Emma weiter. Oh, das klingt voll, als wäre Emma voll uninteressant. Ihr wisst, dass ich auch Emma extrem gerne habe, okay? Oh, guck mal, was hat sie denn hier für okkulte Dinge in ihrem Regal zu stehen? Und ist das da unten Suff? Emma, gehörst du auch zu den Trinkern? Und Katzenfutter für Celine. Haben die die Einrichtung hier nochmal angepasst? Das sieht eigentlich auch voll schön aus, wie sie sich das hier eingerichtet hat. Ich meine, so in kleineren Details ist das anders als beim letzten Besuch, aber vielleicht täuscht das auch. Guck mal, da ist eine Blume von Vieh. It's a potted plant grown by Vieh. It gives off a gentle calming aroma. Haben wir schon mal gesehen. Wahrscheinlich gibt es eine Trophäe, wenn du hier alle Blumen anquatschst oder so, die hier so ein bisschen sneaky untergebracht sind. Emma? What are you doing? Oh, hi there, Reen. Well, Dorothy and I decided that we're gonna put together one final collection of stories as a club. Since then, I've been working on a story for the students who will join the club next year. Oh, that sounds neat. Wait, if Dorothy's involved... The content is totally appropriate for children of all ages, I assure you. Admittedly, Dorothy's own story sounds like it'll have a few of her favorite literary elements, but all in moderation, she assured. Not that I'm one to judge. What kind of story are you writing? It's supposed to be a fairy tale. I can't pretend it's 100% original, though. I borrowed some elements from a story I heard as a child. It's going to star a golden unicorn and a pure-hearted maiden. Or at least, that's the plan. Sounds interesting. Can I give it a read when you're done? I'll still be here next year, so if I see any first years who seem like they'd enjoy it, I'll recommend it to them. I have to confess, I'm a little embarrassed to let anyone see it, but the whole point of a story is to be read. Something wrong? No, not at all. I'm sure you and Valimar will be just fine without my help now. Still, if you do need anything, don't hesitate to get in touch. It may take some time to contact me, though. You'll need to use a method that isn't exactly conventional. Yeah, I could have guessed as much. I mean, I theoretically get how to use runes to communicate since you told me, but I have no idea how it actually works. I'd be shocked if you did. It's pretty far removed from the orbital technology you're used to. It has its benefits, though. For one, you'll be able to reach me no matter where I might be. So don't ever hesitate to drop me a line if you need my assistance. I'd always be happy to hear from you. All right. I'm sure I'll give you a ring. Or a rune, I guess. I hope you end up being able to find Vita, too. Thank you. Wie soll denn diese Kommunikation über Rune ablaufen? Ist das wie mit diesen Boards? Wie heißt, es gibt doch so eine bestimmte, irgendwas mit O oder so, irgendwie, diese Boards haben doch so einen Namen, wo du auch mit Toten kommunizieren kannst und so. Ist das was Ähnliches? Geht auf jeden Fall in eine sehr okkulte Richtung, aber hey, um den Kontakt mit Emma zu halten, was tut man nicht alles, ne? No matter where my search for Vita takes me, I will always be a member of Class 7. Leaving the academy won't change that. So if you ever need my help, I'll do everything I can to be there for you. And when my story is finished, I'll have to let you read it. Das war ja sein Wunsch. Ich spreche sie jetzt trotzdem nochmal an, auch wenn ich ja gerade schon festgestellt habe, dass es wahrscheinlich nichts bringt. Gut, Emma, hätten wir das auch geklärt. Komisch, dass Celine nicht bei ihr mit im Zimmer ist, aber wir haben die ja beim letzten Mal unten getroffen. Hey, Vieh! Ich muss mir mal die Zimmer jetzt angucken, weil die sind so aufschlussreich irgendwie und sagen ein bisschen was über die Person. Guck mal, Vieh hat zum Beispiel so einen kleinen Schuhtick.
Hätten wir das vorher gedacht? Nö, ich zumindest nicht. Oder das hat irgendeine andere Bedeutung, die ich gerade nicht erkenne. Sie hat auf jeden Fall eines ihrer Blümchen auch dort. Nur diesmal kann ich damit nicht interagieren, was schade ist, auch wenn da wahrscheinlich das gleiche stehen würde wie sonst. Are those seeds you got there? Yep, Adel gave them to me. They all came from the plants we grew in the gardening club. I'm just looking at what kinds there are here. Really? That's really nice of her. It's kind of like you can take everything you've achieved over the past year with you. Yeah. I wasn't even going to join a club until Adel found me relaxing and invited me. But I guess it wasn't so bad. Nein, nein! Oh! Don't you worry. I'll be sure to check on the gardening club every once in a while just to see how things are going. It would be a shame if all the plants you've spent so long looking after were to wither and die. It doesn't matter. Even if they do, they'll eventually bloom again somewhere else. Kind of like us. When you put it that way, I suppose you're right. What's wrong? Nothing. This one and this one should be okay too. Fee gave Reen a handful of seeds. Danke. What are these for? They're the easiest ones to look after. You can try raising them if you want. Don't worry if they wilt or anything, though. When I've found the others from Zephyr, I'll come back and check if they're still blooming. If they are, you get a pat on the head. Hey, I thought the head rubbing was my job. But I'll give it my best shot. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir kommen hier durch die Gespräche, ohne dass das passiert. Mit dem Headrubbing, wie er das gerade so liebevoll genannt hat, aber okay. So. My time with Class 7's been really fun. The gardening club too. I only ended up coming here because Sarah forced me, but now I'm glad she did. I don't even want to picture where my life would be if I hadn't. Ja, bei ihr wäre das wirklich interessant, ne, was aus ihr geworden wäre, weil sie ja so eine sehr schwierige Vergangenheit hatte oder sehr schwierige Verhältnisse, aus denen sie jetzt hier zu uns in Class 7 kam. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ah, shit. Achso, ja doch, sie hat jetzt ihm Samen geschenkt, aber bis er die pflanzt, das setzt ja irgendwie voraus, dass er sich irgendwo langfristig niederlässt, ne? Die Frage ist, wo soll das sein? Ich bin gespannt. Ich würde es irgendwie cool finden, wenn sie das in Teil 3 nochmal aufnehmen würden. Oder vielleicht, wie gesagt, auch irgendwo im Crossbell-Arc. Aber das glaube ich eher nicht, dass Reen da überhaupt irgendeine Rolle spielen wird. Aber never say never, ne? So, Laura, es ist soweit. What are you looking at, Laura? It's you, Reen. I'll show you. Oh. Oh, you and Monica got a picture taken together? You both look so happy in it, too. That we do. Someone in the photography club kindly offered to take it for us. I thought it would make a fine souvenir of my time at the academy to take away with me. My mirror's on that being Rex. Oh well, it's a nice photo, and he got permission. For once. I never expected you and Monica would get so close. Between her and Fee, you kind of have a knack for becoming the best of friends with the ones you bump heads with first. Please don't say that. I'm truly grateful to both of them for broadening my horizons. Meeting them enriched my life in ways I could have never pictured before. Truly, coming to this academy was one of the best decisions I've ever made. I didn't realize we'd made such a big impact on you. Well, you did. And don't mind me, I'm just feeling a little emotional. This isn't like me at all now, is it? There's no harm in a few tears, I suppose. This will be my last time I can relax before my training, after all. Yeah, you're not gonna get much rest in with the training you've got lined up. I won't be learning the Arcade School's advanced techniques with training any less intense. I have no idea where we'll be conducting said training, but it will no doubt be as perilous as it will be dangerous. I had to spend a month in the Isengard range as part of mine. I don't think a month's going to cut it with what you're doing, though. It goes way beyond your average techniques. Indeed. I'm anticipating that it will take at least half a year, if not more. Father's going to be with me. But with things as difficult as they are, part of me feels guilty for taking up his time. I don't know about that.
I think him agreeing to train with you shows how much faith he has in your potential. Besides, in a lot of ways, this might be the best time to do it. That is very true. Reen, I would still like for you to come with me on my... Laura, we talked about this, right? Best thing for the two of us is to walk our own paths. You only get one life. You've got to make the most of it. I'd only just hold you back if I were there with you. And you shouldn't be holding yourself back for someone else's sake. None of us should. I suppose you're right. I know that by taking on this training, I'll obtain the strength I need to cleave through the uncertain days ahead. This is something I have to do. Not only to become stronger for me, but to continue being a worthy sword for you. Thank you, Laura. I won't tell you not to overexert yourself, as I certainly can't promise that I won't. Still, I want you to always bear in mind that no matter what happens, no matter where I am, my heart is always with you. Please never forget that. I wouldn't want it any other way. Hat er ihr gerade einen Korb gegeben? Oder ist das nur eine temporäre Trennung auf Zeit? Also, das passt eigentlich nicht zu Reen, was ich jetzt sage, aber ich fand, er war in diesem einen Moment echt ein bisschen abweisend. Also er hat ja nicht mal so einen Satz hinterhergebracht oder hinterhergesetzt wie wir sehen uns ja bald wieder oder die Zeit überstehen wir oder dafür wird es umso cooler, wenn wir dann irgendwann wieder zusammenkommen oder so. Das war so, jeder muss seinen eigenen Weg gehen und es ist das Beste für uns. Wisst ihr, was ich meine? Ohne dass dann nochmal der Hinweis auf, wir kommen schon irgendwie später dann nochmal zusammen. Aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, keine Ahnung. I don't have a single regret about attending this academy. No matter how hard the training before me may be, I'm sure I'll be able to pull through. By the way, I did promise to spend some time with Monica tomorrow, but hopefully that won't prevent the two of us from spending time together as well. I'll make sure it doesn't. Ich meine, Laura hatte ja am Ende dann erzählt, dass sie stark werden will, um ihn irgendwie zu beschützen und um sein Shield oder Sword zu werden. Keine Ahnung, ich weiß den Wortlaut nicht mehr. Sie hat gerade was Neues gesagt. I don't have a single regret about attending this academy. No matter how hard the training before me may be, I'm sure I'll be able to pull through. Especially with the lessons I learned here guiding me through. Ich glaube, das habe ich noch nicht vorgelesen, aber vielleicht habe ich auch schon wieder hart Kurzzeitgedächtnis, keine Ahnung. So, auf jeden Fall sind wir mit den Mädels durch. Das heißt, wir legen uns jetzt schlafen und ich schätze mal, dass wir dann damit offiziell in den nächsten Free Day starten werden, wo wir uns auch frei bewegen können und eventuell, das hatte er ja Tower beim letzten Mal versprochen, auch neue Tasks wieder entgegennehmen können. I wonder if I should just hang out in my room until it's time to go to bed. Resting in your room will cause the main story to advance. Ey, dass es einfach noch weitergeht. Ich habe vor zig Folgen den allerletzten Endboss vermutlich besiegt und wir chillen jetzt hier erstmal nochmal 10 Jahre in Trista. Das ist einfach nur interesting. Ja, resten bitte. Jetzt auch gleich bei Laura übernachten können. So viel Zeit habt ihr ja scheinbar nicht mehr miteinander. I guess I'll turn the radio on. Ah ja, da war ja was. So der alten Zeiten zuliebe nochmal schön die Abendnachrichten verfolgen. Die Abendtimes. Aber das spricht jetzt Misty nicht mehr, oder? In finance, the annexation of Crossbell has seen shares in Erebonian companies increase at an exponential rate across the board. And despite the Reinford Group announcing sweeping changes to its board members, its strong forecast for the next fiscal year is... It's time for the start of a brand new program here on Radio Trista, coming at you promptly every Sunday. I call it Abendtime after the word for evening. Might be a little cliched, but sometimes simple is best, right? Clichés are clichés for a reason, after all. Anyway, my name is Misty, and I'll be your host.
good old times, ey. Wie sich die Zeiten ändern, ne? Wie man immer erst auch lernt zu schätzen, was man an solchen Kleinigkeiten hatte, wenn sie irgendwann nicht mehr da sind und wir jetzt einfach nur noch plumpe Standardnachrichten aus dem Radio bekommen. Und ja, da wird man schon ein bisschen sentimental. I wonder where Vita is now. I get the feeling she actually enjoyed doing Abendtime, but it's not like she could have ever kept going after all this. Telephone. Huh? I wonder who that could be. Hello? This is you, isn't it, Reen? Elise? Ich dachte gerade Tower. Ich fand, die Stimme klang irgendwie sehr nach Tower, was ja gar keinen Sinn ergeben würde. Aber da ist sie wieder. Yes, it's me. Sorry for calling you like this so late in the evening. I'm not bothering you, am I? Oh, not at all. I'm just not used to you calling me. Zwischen einfach nur voll der Kontrollanruf, um abzuchecken, dass er abends nicht mit irgendwelchen Weibern rummacht. Entschuldigung. Are you calling from school? Yes, I wasn't going to, but Her Highness insisted. It'll take some getting used to, but it's nice to be able to hear your voice even when you're so far away. Also ich höre seine Voice nicht. Du musst wohl mit meiner Voice vorlieb nehmen, Elise. I was pretty surprised when I heard your voice too. You weren't really one for phone calls back at home either. I didn't have any specific reason for calling. It was just that the letter you sent about your return from Crossbell arrived today. Oh, that was fast. I only sent it a couple days ago. I'm sorry it even had to be a letter. I really was planning to go pay you a visit, but it didn't work out. Oh, please don't apologize. I know how busy you must be now. Believe me, I was just happy to hear you were back safe and sound. Your trip must have been exhausting. By the sound of things, you did an excellent job, too. I'm so proud of you, Reen. Thanks. I didn't do all that much though, really. Or Standard Reen-Antwort. Half of what the Imperial Chronicle is reporting is massively overblown. If you say so. Is something wrong? No, not at all. Regardless, now that I've heard your voice, I feel a lot better. So I'll leave you to enjoy the rest of your night now. Right. Night, Elise. I'll come and see you as soon as I can, okay? Oh, there's no need for that. Good night, Reen. Sweet dreams. Ohrwurmgefahr. Aber die Manson-Version bitte. Huh? She seemed somehow odd. Well, she's probably just nervous talking on the phone. It was kinda awkward for me when I started using one too. Ich muss immer noch an diese alten Motorola-Club-Handys denken, wenn ich diese Arcus-Dinger sehe. Tomorrow's going to be my final free day of the year. I guess I should do all my prep work for next week today, so I can make the most of it. Es ist auf jeden Fall zu lange ruhig geblieben. Es wird am Ende dieses Free Days wieder irgendwas Krasses passieren. Irgendwas mindblown, wie man so schön sagt, und was sich einfach nur wieder fassungslos mit runterhängender Kinnlade zurücklässt. Auf sowas stelle ich mich ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so Friede, Freude, Eierkuchen-mäßig hier zu Ende gehen wird. Say goodbye to Trista. Und schon ein bisschen sentimental, ne? Ah ja, stimmt, wir haben jetzt erstmal Arbeit im Briefkasten. Student Council Tasks March. Das ist ja aber ordentlich hier. The Race to End All Races. Haben wir hier nochmal irgendwie ein Rennen zu bestreiten? Class Warfare. Ich fange mal mit den unteren Sachen an. Junk Wanted. Von Brandon. A bunch of students are helping us put on a flea market, but we haven't got as much to sell at our stall as we'd like. Mind remedying? Spricht man das? Also betont man das so? That stop by my store and I'll give you the particulars, please and thank you. Brandon. 3000 MEHR. Wofür brauche ich die jetzt noch? Na gut, vielleicht gibt es in den Läden noch irgendwas Schönes. Oder man übernimmt die Kohle wirklich in die anderen Teile dann mit später. I plan on starting a brand new show here at Radio Trista, but I'm gonna need your help to get the first broadcast just right. If you've got time to make radio history, meet me at Trista Radio Station. Michael. Let's talk Trista. Gerne. Angler Management.
Von Kenneth. My brother and I are having a fishing battle, but I'm gonna need your help to actually make it happen. So if you get the time, we'll be at the fishing spot in Trista. Kenneth. Interesting. Patrick. Ladies and gentlemen of Class 7. Welch edle Anrede. It's time to finally settle which of our classes is superior. Come to the Academy Field fully equipped and prepared for defeat. Oh mein Gott, wir werden also doch nochmal kämpfen. Ob das der schwerste Kampf des Spiels sein wird? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst. The Race to End All Races von Angelica. You've been getting pretty good at riding my old bike, good enough to pique my curiosity. I want to settle once and for all which of us is the better rider, and there's only one way to do that. If you're up to the challenge, come find me in the engineering building. Das ist irgendwie krass, dass diese beiden actionlastigen Sachen hier die Main-Requests sind quasi. Okay, there's one from the radio station, a request for help with the flea market. These all seem worth doing and pretty fitting for the last free day of the year too. Auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. It's only about 9 in the morning, so I've got plenty of time to work through everything. Let's get to work. Der ist irgendwie auch süchtig nach Arbeit, ne? But who am I to judge? Also ich bin da irgendwie wahrscheinlich auch nicht viel besser. About reporting quests, what? To report quests, speak to Tower in the Student Union building directly. By selecting Report Progress, you can receive rewards for any quests completed. Okay. Oh, ich habe keine Bonding Points. Ich dachte, dass man hier nochmal vielleicht so im letzten Schritt Bonding-Requests noch oder Gespräche führen kann. Andererseits ist das Thema ja schon abgeschlossen. Das habt ihr mir ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass die letzten Chancen schon da gewesen sind. Hey Sharon, good morning. Your classmates have already gone out for the day. I do so hope they enjoy the final free day here to its fullest, and that goes for you as well. I have an even grander dinner than yesterday's waiting for you when you all finally come back. Sehr gut. This is the last free day of the academic year, so be sure to make the most of what time you have. I'll be right here waiting for all of you to return. Das hier immer... Weiß ich nicht, dass sie immer so carefree ist. Also so, immer so entspannt, keinen Stress hat. Die gibt uns auch nie vor, wann wir zurück sein sollen, wann das Essen fertig ist. Die ist immer so ready und flexibel auf alles einstellbar, kann man das so sagen? Ich hätte zum Beispiel, aber das liegt auch vielleicht daran, dass Sharon die talentiertere Köchin ist, ich hätte zum Beispiel gar kein Händchen dafür, das so zu timen mit dem Essen und zu warten, bis der Letzte dann auch da ist. Ich würde dann wahrscheinlich den Leuten sagen, ey, ich biete euch das an, dann und dann startet das Essen, ansonsten könnt ihr euer Essen kalt genießen oder ab damit in die Mikrowelle oder so. Oder die stimmen sich untereinander immer ab, wann sie sich hier treffen, damit genau das nicht passiert, das weiß ich nicht. So im Detail bekommen wir ja hier keine Infos, wie die sich so organisieren, aber es scheint irgendwie immer aufzugehen. Oder Sharon einfach nur mega tolerant zu sein. So, ich sehe schon mal 2 grüne Ausrufezeichen, wobei die gehören wahrscheinlich beide zu Kenneth. Hier haben wir Trista, was war nochmal das dritte? Das ist vielleicht aber auch auf dem Academy-Gelände. So, erster Check, kommt man hier raus. I probably shouldn't head out onto the highway right now. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn das geklappt hätte, aber gucken kann man ja mal. So, wie fangen wir denn an? Ich würde mal hier meine Runde starten. I'm heading off now. Have a good day, darling. Thanks, dear. Take care of Kurt for me, will you? These two are going to be like this, even when they're old and grey, aren't they? Ist echt so. The neighbors really do catch us in the act a lot, don't they? Still, I'm starting to think I should pay her back for all the love she gives me with more than a Beefy? Keine Ahnung, Beefy? Of smooches. Maybe I should look into getting some time off work so we can take a nice little family vacation. The neighbors really do catch us in the act. Do catch us in the act kann so viele Bedeutungen haben. Ich weiß nicht, worauf er sich bezieht, aber er meint damit nicht, dass sie in Flagranti ständig erwischt werden, wenn die mal ein bisschen intimer miteinander werden, oder? Was? G? It sure is nice out today, isn't it? It's a perfect day to get some laundry done. Which I will do inside. Goodbye.
ich weiß ja nicht. Also ich meine, wenn es ihr Freude bereitet, den ganzen Tag Hausfrau zu sein, das ist halt so gar nicht mein Leben, was ich mir so für mich vorstellen kann. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie merkwürdig finde oder ob ich das bewundere, wenn Frauen darin so aufgehen können. Hooray that his company wasn't hurt by the war, so he can go back to work. But I'm even happier the war didn't change him or mom. Seeing them all lovey-dovey kinda calms me down. Wenigstens weiß er das zu schätzen. Viele Kinder wissen gar nicht, wie gut sie es haben, dass sie in so friedlichen Zeiten mit zusammenlebenden Eltern, die sich gegenseitig respektieren, aufwachsen dürfen. Hier ist noch irgendwas Neues. It means things are peaceful again. Das erste war auch neu. It always makes me happy to see Mom and Dad get all lovey-dovey. Er hat es nur vorhin ein bisschen anders formuliert, aber inhaltlich das Gleiche. Wie so oft in den Legend of Heroes Spielen. So, er war der Einzige hier, ja. Ich glaube, hier waren noch nie mehr als 3 Leute, nämlich die Familienangehörigen. Wobei, manchmal stand Annie noch vor der Haustür, aber das war halt alles dann außerhalb. So, mein lieber Micht. Na, wie geht's? Wieder am Zeitung lesen. Wow, Lumberblitz is making a comeback. Now, that's promising. Good to see you again, Micht. Back in the horse racing saddle again, I see. Don't get smart, but yeah, now that the racetrack's open again, I'm back in my element. I'm really glad I told you kids to go out there and get that war ended. Ja, stimmt. Nur weil du uns das nahegelegt hast, hat's auch geklappt. I don't want to live in a world without the spring races. Yeah, look, I can tell you ain't happy about the whole hero thing, but just try to take it one step at a time. You can't exactly run away from being the Ashen Chevalier, so you might as well work on dealing with that burden. Yeah, you're right. Valdemar is a part of my life now, so it's time I start thinking about what that means for me. Yeah, good. But don't get started just yet. It's your last free day of the year. You're not gonna wanna waste it worrying. Take the day off. Reno taking a day off, da kennst du ihn aber schlecht. I think I might. Maybe I'll start unwinding with a little bit of shopping. Ja, ist schon mal ein Anfang. Take it easy, look around, have a good time. Our lineup hasn't really changed much, but there might be a curio or two that catches your eye. Wir werden sehen. Aber wahrscheinlich wird er jetzt nichts da haben, was man sonst nicht organisieren hätte können oder kaufen hätte können, oder? Oder hat er hier jetzt in letzter Sekunde aufgestockt? Ich wäre sehr überrascht, wenn dem so wäre. So, bei... Ne, das ist alle Zeug, wovon wir immer noch sehr viel über haben vom Beginn des Let's Plays und ja, nicht mal alles verbraucht, obwohl ich in der einen oder anderen Spielphase durchaus ein bisschen mehr hätte kochen können, um mir das Leben zu vereinfachen und vielleicht weniger zögerlich in der einen oder anderen Anwendung eines gekochten Gerichtes zu sein, aber jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. It sounds like Lord Rufus is doing a spectacular job over in Crossbell. From what I hear, he's already rebuilt their entire government. That's an achievement if I've ever heard one. His current position seems just right for him. He can really put his skills to work and do some good in the world. I can only hope he'll continue to guide this nation to greatness. I've still got a chip on my shoulder about Crossbell, but in deference to Lord Rufus, I'm trying my hardest to move past it. I hear that he's doing a splendid job over there. He's even repelled the Republican army a few times. Long live the Empire! Also, ich weiß nicht, ich stehe Rufus jetzt sehr kritisch gegenüber hier seit Teil 2. Und seit wir wissen, dass auch die Zeitung sehr manipulativ sein kann, bin ich mir auch nicht sicher, ob hier das richtige Bild immer 1:1 vermittelt wird. Aber hey, Rufus stellt auf jeden Fall einiges sehr, sehr richtig an und weiß sich zu verkaufen. Das auf jeden Fall. It's going to be really lonely around here without Towa and Angelica. I don't know why, but it feels like as soon as they leave here, I never see either of them again. No, I can't be all defeatist. There's every chance we'll meet again one day. I just need to keep hope in my heart. Leichter gesagt als getan, ne? A lot has changed because of the war. The big changes are obvious, but there are lots of little ones too. Like Kay and Rudy don't play pranks on people anymore. They even come and help me out from time to time. That might actually be the biggest change of all.
A lot has changed because of the war. Ja, ich weiß nicht, ob man denn jetzt irgendwie in Aussicht stellen sollte, dass vielleicht doch einige Sachen sich nie ändern werden, aber auch eine Teisel wird sich ändern. Auch sie wird für andere irgendwann nicht mehr so erkennbar sein. War das rechte Kleid nicht mal grün? Ist das jetzt schwarz? Das hatte auf jeden Fall nicht diesen Farbton. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt zur Auswahl steht, fällt meine Wahl natürlich auf schwarz. Um nochmal da anzuknüpfen, wo wir beim letzten Mal hier gewesen sind. Julia. The uniforms for this year's new students are finally ready. With the Academy's recent popularity, this year's crops of students is bigger than ever, so I'm glad we got them done in time. It's only 2 weeks before I get to see people wearing them, but I can hardly wait. It's almost time for the new students to arrive, clad in their brand new uniforms. I can hardly wait. Ob wir die jemals noch zu sehen bekommen? Vermutlich nicht. Also die neuen Uniforms meine ich. Hier habe ich, glaube ich, keinen Einkaufsbedarf. Ich könnte theoretisch... Es gibt ja auch noch diese Trophäe, 1 Million Mira anzuhäufen. Ich habe jetzt über keinen Save mal versucht, alles zu verkaufen. Aber ich glaube, ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt im Spiel die Million im Inventar, wenn ich alles verkauft hätte. Ich weiß noch, wie anstrengend das im ersten Teil war, auf diesen Betrag überhaupt irgendwie zu kommen. So, warte mal, jetzt bin ich hier noch nicht drin gewesen, genau. Fast vergessen. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Kunde. Ach, und der ist der erste Questgeber für heute. The Wind Orchestra's gonna be performing at the flea market today, so I'm gonna bring Bridget to buy a bite to eat. She's always there to cheer me on at the fencing club, so it's my turn to do the same. I mean, that's what any good boyfriend would do. Der ist immer noch voll nervös, wenn es um deren Beziehung geht. Das ist irgendwie süß. Bridget's always there to cheer me on at the fencing club, so it's my turn to return the favor. It's the least a boyfriend could do. Oh, die zwei sind schon süß. Gut, dass sie zueinander gefunden haben. Howdy, Irene. You know, sometimes I feel bad about how much we shopkeepers ask of you. Sorry about that. Seriously, it's no sweat. I actually find it kind of fun. This is the last free day of the year too, so I might as well make the most of it, right? Time sure flies, doesn't it? You really have been doing this for a whole year now. Still, this is no time to be getting all misty-eyed thinking about the past. We've got work to do, so let's get to it. Sounds good. Your request said you needed some help with your flea market stall, right? Something about not having as many items to sell as you were hoping for. You got it. The market itself's a joint effort between us merchants and some of the students, but the whole thing's kind of being tossed together on short notice, so people haven't had much time to donate items for our stall. That's a shame after all the work that's gone into it. I'm sure everyone wants the flea market to be a big hit, but you can't stay open very long if your stall doesn't have much to sell. Hit the nail right on the head there, Rain. So what I want you to do is go around and see if you can find anything for us. Think you can help us out one last time? Theoretisch schon, aber ich finde die Anweisung irgendwie sehr oberflächlich. Können wir vielleicht ein paar mehr Details haben, was du genau haben willst, in welche Richtung das gehen soll? Ich accepte mal. How could I say no to that? But how many more items are we talking about here? Genau, das ist schon mal eine berechtigte Frage. Well, 1 more would be appreciated, but 2 more would be ideal. More than that, and you'd be my favorite person in Trista. Ja, aber hier geht es jetzt nur um die Produktmengen. Und von welcher Stückzahl sprechen wir dann in Summe? It might not be easy to find anything though. I mean, as brief as the window was, we did already ask people to donate. I'd guess most of the people who just had stuff on hand to give us have already done so. I get you, so I have to sniff out items that got ignored for whatever reason probably. I don't even know where to start. I'll see what I can do though. Thanks, I'm counting on you. Tja, Reen, müsstest du mal deine Kontakte spielen lassen, ne? Ich weiß nicht, wen er noch so anrufen könnte gegebenenfalls. Aber gut, die räumliche Distanz zu manchen Leuten wäre hier auch ein Problem, weil er braucht hier ja jetzt schnell die ganzen Sachen.
what I want you to do is to go around and see if you can find anything we could sell at our flea market stall. If you can find 2 things, that would be great. More than that would be amazing. More than that would be amazing, yeah. I doubt it's gonna be easy though, especially given that I've already asked people to send in their stuff. But hey, if anyone can find something out there, it's you, so give it the old college try. What I want you to do, 2 things, amazing their stuff, but hey, Entschuldigung. So, was können wir denn hier Schönes kaufen? Vermutlich nichts, was irgendwie Aufmerksamkeit erregen könnte, sollte, müsste. Dann bin ich ja mal gespannt, wo jetzt hier die Ausrufezeichen zu sehen sein werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in der Academy fündig werden. Nee. Im Dormitory ist irgendwas Neues. Ist Sharon diejenige, die hier noch was sponsern kann? Guck mal, Dormitory und MIGT. Das sind dann schon die beiden Ziele. Das ist ja praktisch. Wusste ich gar nicht. Also hätte ich nicht gedacht, dass das hier um die Ecke ist. Hauptsache, ich stelle erstmal eine völlig falsche Theorie auf mit der Academy. So, meine liebe Sharon. Ach nee. Hä? Warte mal. Das grüne Ausrufezeichen war hier. Das ist da oben irgendwo. Bedienen wir uns jetzt an jemandes Regal? Ohne vorher zu fragen? Das finde ich höchstgradig nicht okay. Aber scheinbar gehen wir da jetzt einfach rein. Oder ist Sarah anwesend? Nee. Oh, ich würde ja ausrasten an Sarahs Stelle, wenn er da jetzt einfach irgendwas mitnimmt, ohne vorher zu fragen. Was soll das? I never thought it was possible for this room to get any messier until now. I mean, I know she's busy with getting all her work in order before she leaves, but would it really be that much extra effort to get rid of those bottles, or at least stand them up? Ach so, vielleicht wird er jetzt unter dem Vorwand, ihren Müll wegzuräumen, jetzt irgendwas mitnehmen, aber mich wird das trotzdem nerven, aber ich bin auch ein bisschen eigen. She said she was going to be getting ready to move out soon too. Maybe I should go and remind her. Ja, das ist dann wiederum okay. Ich dachte, der nimmt jetzt ja einfach irgendwas mit. Aber ich würde mein Zimmer wahrscheinlich hier auch immer abschließen. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so... Ich bin auch super empfindlich, wenn es darum geht, dass Leute in meine Wohnung kommen. Ich weiß nicht, das ist so... irgendwie mein Safe Space und mich triggert allein die Vorstellung, dass du so deine ganzen Habseligkeiten und alles offen und für jeden zugänglich hier einfach unterbringst. So. Weil guck mal, hier ist auch nicht abgeschlossen. Also theoretisch könnte jeder reinlaufen. Wobei, ganz ehrlich, wenn du in so einer Ecke wie Trista lebst, da wird man wahrscheinlich ein bisschen gechillter, was das angeht. Aber naja. So, wo ist denn Sarah? Ach, die ist bei Kirsches. Okay, warte mal. Habe ich gerade gesehen, da war das Ausrufezeichen. Dann können wir aber bei Mick nochmal vorbeischauen. Und gucken, ob er helfen kann. Muss er ja irgendwie, sonst wäre das Symbol nicht bei ihm. If anyone in this town has junk they can't get rid of, it's Mick. I bet he might have something he could donate for the flea market here. Something you need? You read my mind. You read my mind, eigentlich. Rin asked Mick if he had any items that could be sold at the flea market. Kid, I run a pawn shop. Why would I want to donate my stuff to a flea market for free when I could sell it to some sucker here? You raise a good point. And business is booming, I'll have you know. If you want something from me, you're gonna have to give me something in return. See, that's the beauty of capitalism. There's no way there isn't at least one thing here he'll never be able to sell. I wonder if there's something I could do to cheer him up and make him feel a little more generous. Ich weiß ja nicht. Hey man, I can't wait for the spring races to start. I'm gonna have to win big and kick this year off right. Ich weiß ja nicht, vielleicht über sein Hobby ihn irgendwie, wenn er schon so eine Steilvorlage bietet. Oh good, more irresponsible gambling. Why am I not surprised? Still, that might be a good starting point. Maybe I could try and find something horse-related to give him. Okay, das wird also eine etwas längere Mission, die dich wahrscheinlich quer durch mehrere Ebenen manövriert, um am Ende das große Ganze zu erreichen. Oh, a donation for the flea market. Well, sure, I've got just the thing, my ass.
Nee, ich verzichte. What, you think I'd give you something for free like that? You want your back scratched, you better scratch mine. Okay, also wir werden schon irgendwie fündig werden. Er ist ja Gott sei Dank ein durchaus interessierter Mensch in einigen Bereichen, auch wenn man vielleicht nicht alles teilt, was er so gerne mag, aber das ist unsere große Chance, ihn vielleicht doch irgendwie zu überzeugen. So, ist jetzt nicht so ganz einfach, hier eine Reihenfolge beizubehalten oder eine konkrete Ablauffolge. Ich mache mal mit André weiter. A little birdies whispered rumors in my ear that there is a small celebration taking place at the academy. Why would you not think to inform me, your dearest bosom buddy, of this? I am deeply wounded. Since when are we even friends? Irgendwie hat Reen ab und zu mal so seinen Gemeinen, oder? Also klar sind die keine Freunde, aber das passt irgendwie nicht zu Reen, so eine Distanz aufzubauen. Dearie me, you are the hero who ended the war, while I am the wandering purveyor of love who heals the scars that it left. Why don't the two of us form a team? Ich glaube, Reen hat gerade nicht so die Zeit. I see someone's performances in Heimdall didn't go over too well. Hey, I shall go and avail myself of the celebration over at the academy. You might want to come enjoy it yourself. I hear that you've been rather busy. Ja, alles wie immer. Wer Reen schon ein bisschen kennt, der weiß, dass dieser Junge immer busy ist. I don't think I have any business at the station. Ich bin immer noch traurig, dass er sich nie die Stations angucken will. Das ist bestimmt interessante Gesprächspartner. Oh, ich sehe da hinten, dass Margarita bei Vincent ist. Das wird gleich sehr interessant, aber erstmal sprechen wir mit Miriam. Margarita asked me to help her catch that second year over there, so I did. Who'd have thought all of that elite intelligence division training would actually come in handy someday? Now I'm just waiting to see what happens next. If he tries to escape, me and Lemmy are gonna stop him by any means necessary. Oh Gott, der Arme. What an idea's name. Look, just promise me you won't let her talk you into doing anything illegal, okay? Margarita asked me to help her catch that second year over there, and when you've got Milliam on your side, you get results. I can't wait to eat all the treats she promised me for catching him. Das ist Freiheitsberaubung und vielleicht auch Körperverletzung, je nachdem, wie weit es geht. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem Moment, wo wir auf diese Gruppe stoßen und gucken, worüber die gerade sprechen. Ich hoffe nur, dass wir vielleicht noch eingreifen können, wenn Vincent die Flucht ergreift und Milliam ihn versucht dran zu hindern. Das ist schon höchstgradig kriminell, würde ich mal meinen. So, hallo Michael. Warte mal. Michael ist ja vermutlich nicht der Einzige. Gibt es hier irgendwas Neues? Ich würde sagen, das ist alles das Übliche. Our live broadcast of the battle in Heimdall gave us our highest ratings ever. We got loads of new listeners too. Not that the directors had much time to celebrate that. He's been really worried since Misty vanished on us. Given that she was a big part of the station's popularity, though, I don't exactly blame him. They worked really well together too, even if she did stress him out all the time. Naja, so ist das mit den exzessiven Künstlern manchmal, ne? The director seems like he's finally started moving on from this station's misty era. Probably helps that he's got that new show he's working on to keep his mind off of things. Ich wollte nicht exzessiv, sondern exzentrisch sagen, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen gewesen. Irgendwas hat da gerade nicht gestimmt. So, hier ist auf jeden Fall sonst niemand. Außer der gute Michael selbst. Also, erzähl mal, wie können wir helfen? Schon wieder am Puffen, der Gute hier. Michael, good to see you again. Oh, you're here, great. It really has been a while, Rain. Last time I saw you, you weren't even famous. What do you say? Wanna give Radio Trista an exclusive interview? I'll pass. Besides, at the end of the day, I'm just a student. I don't want to be made into some national hero. Zu spät, da bist du bereits. Oh, nuts. Fair enough, I guess. It's not what you're here for anyway. You're here to help me out with the new talk show I'm working on for Radio Trista. A new talk show finally replacing Abendtime, huh? Gone before its time, truly.
I still think of it as a success though, so I want to take what we learned there and put it all into a new show in the same vein to establish the talk show genre. See, this new one's got a theme to it, towns. We focus on a different town or city in every broadcast. We're gonna try to get to the heart of what makes each city we visit great, straight from the locals' mouths. Das ist echt ein geiles Konzept, finde ich. Also sehr interessant. Ich würde vielleicht einschalten. Our first show's gonna be a test case and I'm gonna need your help with it. Fine by me. But since you're asking me, I take it the first town you'll be covering is Trista? That's right, our own backyard. Helps that this place got way more famous after the war. It's gonna do wonders for our ratings. New shows live and die on those numbers. So do radio stations actually. The battle in Heimdall gave us a bit of a boost, but our listenership isn't what it used to be. So now's our chance to win back their hearts and ears from those bastards at Imperial Chronicle Radio. Should have seen that coming. Unfortunately, we don't have anyone who can replace Misty, which doesn't exactly help matters. But even though we're not ready to air just yet, I want to get a feel for how the show's gonna work as soon as I can. So basically, I want you to go around and get comments from the people of Trista about what makes this town great. Sounds like something you can do for me? Yeah. Not a problem, but do you have any guidelines for me, or should I just go around asking everyone I see why they like this town? I sure do. Why don't we limit it to 5 comments for now? And diversify a little too. One from an elderly, from a kid, from a worker, and given that we're kind of a school town, one from a student and one from a teacher should round things out nicely. Try to get a hard-working first year for the student comment and someone who won't mess with us for the teacher one. Got it. Sounds like a good mix of people. I'll see what I can do. Thanks. Let me know once you've got all the comments we need. Best of luck. Ich würde sowas nie aus der Hand geben an seiner Stelle. Ich würde das selber machen. Also klar, in seiner Position kann er das wahrscheinlich zeitlich nicht leisten, aber nicht alle Kommentare werden vermutlich verwertbar sein, ne? Und die Leute haben auch unterschiedliche Arten, ihre Gefühle, Eindrücke, Erfahrungen zu beschreiben. Und wenn du jemanden hast, der das nicht gut auf den Punkt bringt, weiß ich nicht, ob das für die Show hilfreich ist. Aber das ist ja ein erster Aufschlag, so habe ich ihn jetzt verstanden. The big theme of the new show is town. So what I want you to do is get some comments on what makes this one great. To get a good spread, I'll need one from a child, an elderly, a worker, a student, and a teacher. And when I say student, I'm looking for a hard-working first year. The teacher should have their head on straight too. Hier verstehe ich auch nicht, warum das ein First Year unbedingt ist. Also können die Second Years nicht zum Beispiel ein bisschen mehr sagen über die Town an sich? Aber vielleicht will er auch gerade diesen Ersteindruck haben, keine Ahnung. Well, happy hunting. Und warum Hardworking? Also warum ist der von einem Hardworking mehr wert als von einem, der vielleicht faul in der Ecke rumliegt, aber trotzdem seine Eindrücke zu Trista hat? Also gut, er hat die journalistische Expertise, er wird schon wissen, was er sich von uns wünscht. Insofern alles gut, hinterfragen wir nicht. So, dann... Oh Gott, das wird beim nächsten Mal alles ein bisschen kompliziert. Ich wollte jetzt hier nochmal mit Edel und mit, wie hieß sie nochmal, und Jane sprechen, genau. I plan on starting up my own nature conservation society once I graduate. My greatest desire is to bring smiles to the faces of everyone in Erebonia by filling the country with flowers. I'm certain that doing so would bring so much good to the world that war would become a thing of the past. Okay, ist schon ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Also so ganz dezent. Flowers are wonderful. They're able to make people smile no matter where or even who they are. That's why I want them to bloom all over the country. Ja, dann musst du dir aber ein großes Netzwerk bauen, um das überall zu gewährleisten und viele Gleichgesinnte finden. I'll be selling my most vibrant potted plants at the flea market today. Hopefully they'll be a happy reminder to everyone who sees them that spring is nearly upon us. Ja. The Lino flowers have started blooming, which is a surefire sign that spring is on its way. I hope my plants will spread that happiness to the people at the market.
Bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn man das Akademiegelände einmal betreten wird. Da scheint ja einiges abzugehen. Gut, ihr Lieben, ich muss beim nächsten Mal, nur für mich zur Orientierung, da hinten noch mit der ganzen Margarita und Vincent-Gruppe sprechen. Ach, guck mal, mit Teisel müssen wir auch reden. Sie ist eine wahrscheinlich von denen, die wir interviewen sollen für Michael. Und ich bin im Bookstore und bei Kirsches noch nicht gewesen. Da werde ich auch noch mal vorbeischauen. Und dann geht es halt weiter nach Norden, wo auch noch das eine oder andere grüne Ausrufezeichen warten wird. So viel zu tun. Es ist fast wie früher, es ist fast wie zu Anfangszeiten. Ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.